We are in our sermon series through the book of Genesis, and we're now in chapter 8. Wir sind in unserer Predigtreihe durch das erste Buch Mose und da jetzt im Kapitel 8. And we'll be reading verses 1 through 5. Und wir lesen die Verse 1 bis 5. But God remembered Noah, all the beasts and all the livestock that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided. The fountains of the deep and the windows of the heavens were closed. The rain from the heaven was restrained, and the waters receded from the earth continually. At the end of 150 days, the water had abated, and in the 7th month, on the 17th day of the month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. And the waters continued to abate until the 10th month, and the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen. Da dachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihnen in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Quelle der Tiefe wurden verschlossen, samt der Fenster des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurden Einhalt geboten. Und die Wasser über die Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitze der Berge sehen. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, give us eyes to see, Jesus, bitte gib uns Augen, die sehen, hearts to believe, Herzen, die glauben and hands to do what you command. und Hände, die umsetzen, was du uns gebietest. Amen. You can be seated. Last week we looked at some evidences of the global flood from Genesis 6 through 8. Letzte Woche haben wir uns Beweise für die weltweite Flut angeschaut, die im 1. Mose Kapitel 6 bis 8 beschrieben sind. And one thing we talked about was the amazing power of water. Und das eine, von dem wir gesprochen haben, war diese unfassbare Macht des Wassers. We saw an example of it in the canyons at Mount St. Helens. Und wir haben Beispiele dafür gesehen in diesen Gräben, die beim Berg Helen zu erkennen sind. And how that gives us insight to understand how the flood could have carved out the Grand Canyon. Und wie wir Erkenntnisse dadurch gewinnen können, wie diese Flut diesen Grand Canyon geschaffen haben könnte. In a matter of days or weeks. Und das nur in wenigen Tagen oder Wochen. And I think most scientists would agree Und ich denke, dass die meisten Wissenschaftler zustimmen würden, that water is the most devastating power on earth. dass Wasser die gefährlichste Macht auf der Welt ist. Ironically, it's also one of the most life-giving elements on earth. Und ironischerweise ist es auch die Macht auf der Erde, die am meisten Leben spendet. But it's more destructive than any other thing on earth. Aber sie ist zerstörerischer als irgendetwas anderes auf der Erde. Fire and wind, they can do a lot of damage, Feuer und Wind können natürlich viel Schaden anrichten, but it's just superficial. aber es ist nur Oberfläche. It's just on the outer surface. Es ist nur auf der Oberfläche. But floodwaters can reshape entire continents. Aber Fluten können ganze Kontinente neu gestalten. There's nothing to my knowledge that has greater destructive potential than water. Es gibt nach meinem Wissen nichts, was mehr destruktives Potenzial hat als Wasser. And that's not just something that we know today because of science. Und das ist jetzt nicht nur was wir durch die Wissenschaft bestätigt wissen heutzutage. This is something that has been deeply ingrained in the psyche of the human race since time began. Das ist etwas, was in der menschlichen Psyche so tief verwurzelt ist und das seitdem die Menschheit begann. And that's why we see it over and over in the Bible, this theme. Und daher erkennen wir auch dieses Thema immer wieder in der Bibel. The theme of water as life and death. Das Thema des Wassers als Leben und Tod. And the fear of its awesome, and unstoppable power. Und die Angst vor dieser großartigen und unaufhaltsamen Macht. And this also explains why we see constant examples in the Bible of God's power over water. Das erklärt eben auch, warum wir in der Bibel so viele Beispiele finden, wie Gott seine Macht über das Wasser zeigt. That God is greater than the water. Dass Gott größer ist als das Wasser.
which was a great comfort to Israel, Und das war auch beruhigend für Israel. and it is to us as well, Und das ist für uns auch, as I'll explain to you shortly. wie ich jetzt euch in Kürze erklären werde. Well, let me just point out a few examples so you know what I mean. Und ich möchte euch auf ein paar Beispiele hinweisen, damit ihr wisst, was ich meine. There are 4 massive events in the history of redemption. Es gibt 4 große Ereignisse in der Geschichte der Erlösung. Creation, Die Schöpfung, flood, die Flut, Exodus, der Auszug aus Ägypten and the Messiah. und der Messias. And in each of these stories, Und in jeder von dieser Geschichten, God shows his power over water. da zeigt Gott seine Macht über das Wasser. I don't know if you've ever noticed it before. Ich bin mir nicht sicher, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Let me show you quickly and then I'll make an observation. Und ich möchte euch das nur ganz kurz zeigen und dann euch eine Beobachtung mitteilen. The first story I mentioned was creation. Die erste Geschichte, die ich erwähnt habe, war die Schöpfung. And you remember the tohu vabohu, I talk about that all the time. Und ihr erinnert euch an das Tohu Wabohu, weil ich da die ganze Zeit immer von rede. Genesis 1, 2. Im 1. Mose 1 und 2. Dreadful chaos, darkness. Furchtbares Chaos und Dunkelheit. And the Spirit of God was hovering over the deep, over the waters. Und der Geist Gottes, der schwebte über der Tiefe, über den Wassern. And now, I believe, although this is just a theory, Nun, ich glaube, und das ist jetzt nur eine Theorie, that this dreadful chaos, dass dieses furchtbare Chaos, tohu vabohu, das Tohu Wabohu, probably had something to do with the rebellion of Satan. hatte wahrscheinlich was mit der Rebellion Satans zu tun. The Bible doesn't say that, Die Bibel sagt das nicht, so take this with a grain of salt. daher ist es mit Vorsicht zu genießen. But God created all things good. Aber Gott hat alle Dinge gut geschaffen. Where did this dreadful chaos come from? Woher kam also dieses furchtbare Chaos? Well, we know that Satan rebelled, Nun, wir wissen, dass Satan rebelliert hat. was cast out of heaven, Er ist aus dem Himmel geworfen worden. and so it makes sense that this could be a picture of the satanic revolution. Und daher könnte es sein, dass es ein Bild für die satanische Revolution ist. And it fits the story of the Bible very well. Und es würde auch zur Geschichte in der Bibel passen. Because God overcomes tohu vabohu Weil Gott das Tohu Wabohu besiegt with his word, mit seinem Wort, with creation. mit der Schöpfung. He brings light in darkness. Er bringt das Licht in die Dunkelheit. He overcomes the sea with dry land. Er besiegt das Meer mit dem trockenen And he Land. fills the seas with abundant life. Und er füllt die See mit Leben im Überfluss. Again, I don't know that it's satanic, Nun, nochmal, ich weiß nicht, ob es satanisch ist. but it fits the story well. Aber es würde zur Geschichte passen. But we do know that God overcame the chaos of the waters with creation. Aber wir wissen, und das ist gesichert, dass Gott dieses Chaos besiegt hat mit der Schöpfung. The second story Und die zweite Geschichte of God's authority over water mit Gottes Herrschaft über dem Wasser. is here, what we've read, the flood. Und das ist hier, was wir gelesen haben, nämlich die Flut. In this case, the water was God's servant to judge the world. In diesem Fall war das Wasser Gottes Diener, um die Welt zu richten. The waters obeyed his command. Die Wasser haben seinem Gebot gehorcht. And when they had finished his purpose, Und als sie seinen Zweck vollendet hatten, God caused them to recede. da hat Gott ihnen geboten, sich zurückzuziehen. The third example is the Exodus. Und das dritte Beispiel ist der Auszug. God's power over the water. Gottes Macht über das Wasser. Remember, Israel was leaving Egypt, Ihr erinnert euch daran, Israel hat Ägypten verlassen and they came to the Red Sea. und sie haben das Rote Meer erreicht. And the Egyptians were chasing them, Und die Ägypter haben sie verfolgt and they were threatened with death. und sie wurden vom Tod bedroht. What did God do? Was hat Gott getan? He miraculously split the waters Er hat das Wasser geteilt, so Israel could pass through. damit Israel hindurchgehen And konnte. then he closed it on the Egyptians. Und dann hat er das über den Ägyptern wieder verschlossen. Fourth example, Viertes Beispiel. God's power over water. Gottes Macht über das Wasser. Jesus Christ. Jesus Christus. You remember what story? Ihr erinnert euch, welche Geschichte ich meine? Jesus on the Sea of Galilee, Jesus auf dem See Galiläa. calming the storm. Er beruhigt den Wind. Now, someone might say, yes, but that was a problem of wind, not of water. Und jetzt würde jemand einwenden, ja, aber das ist doch die Macht über den Wind und nicht über das Wasser. Well, it's just partly true. Und das ist teilweise richtig. But let's be clear, it wasn't the wind that made the apostles nervous. Aber um ganz klarzustellen, es war nicht der Wind, der die Apostel hier nervös hat werden lassen, It was the sea. sondern das Meer, It was the waves, die Wellen, drowning. das Ertrinken. That's what made them fear. Das hat sie fürchten lassen. And Jesus stood up in the boat Und Jesus ist aufgestanden im Boot and calmed the storm und hat den Wind beruhigt and the sea. und das Meer. Now, I don't know about you, Ich weiß jetzt nicht, wie es mit euch ist, but this seems to be a pattern to me. aber das scheint mir hier ein Muster zu sein. 4 major points in redemptive history. 4 große Geschichten in der Erlösung. Maybe the 4 most important. Vielleicht sogar die 4 wichtigsten. And in each case, there's a story of God showing his power and authority
over the waters. Und in jeder einzelnen Geschichte haben wir hier, wie Gott seine Macht und seine Herrschaft über das Wasser zeigt. And what I find interesting, Und was ich interessant finde, here's my observation. und das ist meine Beobachtung, I don't know, maybe I'm reading too much into this. und vielleicht lese ich da jetzt auch zu viel rein, But it seems to me that the water has a different source in each story. es erscheint mir, als hätte die Wasser unterschiedliche Quellen in jeder der Geschichten. Right, so the waters of the Tohu Vabohu could be satanic. Nun, die Wasser des Tohuwabohu könnten satanisch sein God conquers it with creation. und Gott besiegt sie mit der Schöpfung. The flood, that was not demonic. Die Flut, die war jetzt nicht dämonisch, That was God's judgment. sondern Gottes Urteil. The waters of the Red Sea, Und die Wasser des Roten Meers, that was neither demonic or judgment. die waren weder dämonisch noch Urteil, That represented a threat from the world, sondern die repräsentierten eine Bedrohung durch die Welt, from men. von den Menschen. The Egyptians were pushing them into the sea. Die Ägypter trieben sie da in das Rote Meer. And then the last example Und das letzte Beispiel, of the Sea of Galilee am See Galiläa, was not demonic. die war nicht dämonisch, It wasn't judgment. das war auch kein Urteil, It wasn't from men. das war auch nicht durch Menschenhand, It was simply a storm, es war einfach nur ein Sturm, a threat of nature. eine Bedrohung durch die Natur. And again, maybe I'm wrong about this. Und nochmal, vielleicht liege ich da falsch, But what I love about this aber was ich hier dran liebe, is we can identify with each of these types of fearful encounter. dass wir uns mit jedem dieser furchteinflößenden Begegnungen identifizieren können. Sometimes we're threatened with demonic force. Manchmal werden wir von dämonischen Mächten bedroht. Paul says himself in Ephesians chapter 6, we don't wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present age. Und Paulus hat mal selbst gesagt im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Sometimes the fearful situation we're facing is on account of judgment. Manchmal ist auch diese furchteinflößende Situation, der wir gegenüberstehen, durch das Urteil bedingt, Because of guilt weil wir Schuld auf uns geladen haben. and the fear of God's judgment. Und wir haben Furcht vor Gottes Urteil. Sometimes the danger we feel is from the world around us. Manchmal kommt die Gefahr, die wir fühlen, auch aus der Welt um uns herum. And sometimes, like the disciples in Galilee, it's just the broken world in which we live. Und manchmal, so wie bei den Aposteln im See Galiläa, ist es einfach nur die gebrochene Welt um uns herum. Like cancers, Wie Krebs, car wrecks, Autounfälle, COVID-19. Covid-19. All four of these stories of deadly waters are different. Alle diese 4 Geschichten von tödlichen Wassern sind unterschiedlich. But they have two things in common. Aber sie haben 2 Dinge gemeinsam. The first is that they're all extremely terrifying. Das erste ist, dass sie alle unglaublich angsteinflößend sind. And we have all had our encounters with the sea Und wir alle hatten unsere Begegnungen mit dem Meer, in some way or another. auf die eine oder andere Art. And I don't mean literally the ocean, Und ich meine jetzt hier nicht wörtlich das Meer, but what the ocean represented. sondern das, was der Ozean und das Meer repräsentieren. It represented to the Hebrews death. Für die Hebräer hat es den Tod bedeutet. It represented situations out of our control. Für uns bedeutet es möglicherweise Situationen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. It represents uncertainty, Und Unsicherheit, instability, Instabilität. and we all face those waters in life. Und wir stehen alle diesen Wassern in unserem Leben gegenüber. Maybe you're facing them right now. Vielleicht stehst du ihnen gerade gegenüber. The waters of evil, Die Wasser des Bösen, of the world, der Welt, of personal guilt, von persönlicher Schuld of natural tragedy. oder von natürlichen Katastrophen. And they're scary. Und sie sind angsteinflößend. We're not better than the apostles in the boat. Wir sind doch nicht besser als die Apostel im Boot. But these stories, Aber diese Geschichten, these truths, diese Wahrheiten, were given for our encouragement. die wurden uns zur Ermutigung gegeben. Because the second thing that all these stories have in common, Weil das Zweite, was all diese Geschichten gemeinsam haben, not only are they scary, sie sind nicht nur angsteinflößend, but they reveal a God who is greater than the storm, sondern sie offenbaren auch einen Gott, der größer ist als der Sturm, greater than the waters, größer als die Wasser, who brings his people through, der seine Menschen dadurch begleitet, each one. jeden Einzelnen. There's a line from a song that we sing here in the Nick that I love very much. Es gibt eine Strophe von einem Lied in der Nick, die ich wirklich unglaublich finde. It almost makes my eyes get a little watery almost every time I sing it. Ich habe beinahe jedes Mal, wenn ich es sehe, so ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich singe. I'll just read 2 lines. Und ich möchte davon mal 2 vorlesen. Be still, my soul,
The Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Sei still, meine Seele. Der Herr ist an deiner Seite. Und er trag geduldig das Kreuz der Schmerzen und der Trauer. And then I love this line the most at the end. Und die nächste finde ich wirklich, liebe ich am meisten. Be still, my soul. Sei ruhig, meine Seele. The waves and winds still know his voice. Die Wellen und der Wind kennen immer noch seine Stimme, Who ruled them while he dwelt below. der sie beherrscht hat, während er hier unter uns war. That's a reference to Christ calming the sea. Und das ist eine Referenz für Jesus, der das Meer beruhigt. And this line hits me Und das berührt mich wirklich, because I feel it. weil ich es fühle. You feel it. Ihr fühlt es. Deep down, Tief in uns. that fear, Diese Angst, the instability, die Instabilität, the die uncertainty. Unsicherheit. This storm is going to be the one that gets me. Der Sturm ist der mich auch kriegt. God, you brought us through the 10 plagues Du hast uns durch die 10 Plagen begleitet, just to die in the Red Sea. nur damit wir im Roten Meer ertrinken. We followed you, Jesus, Wir haben dir gefolgt, Jesus, only to drown in the Sea of Galilee. nur damit wir hier im See Galiläa untergehen. Be still, my soul. Sei ruhig, meine Seele. The waves and winds still know his voice, who ruled them while he dwelt below. Die Wellen und der Wind kennen immer noch seine Stimme, der sie beherrscht hat, während er hier unter uns weilte. Jesus is greater than the storm Jesus ist größer als der Sturm and the sea. und das Meer. You need to know these great hymns of the past. Ihr müsst diese großartigen Kirchenlieder kennen, die wir in der Vergangenheit gesungen haben. You know, when Horatio Spafford lost his business during the fires of Chicago, Als Horatio Spafford sein Geschäft in den Feuern in Chicago verloren hat, shortly after that, all 3 of his daughters died when their ship went down on the way to London. und dann sind zusätzlich noch alle 3 seiner Töchter ertrunken, als das Schiff untergegangen sind, als sie auf dem Weg nach London waren. You know this famous story. Ihr kennt diese berühmte Geschichte. And he wrote this song after all of that. Und er hat folgendes Lied geschrieben, nachdem das alles geschehen ist. Don't miss the imagery. Und verpasst hier eben nicht die Bilder, die darin versteckt sind. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Wenn Friede mit mir geht, wenn die Wellen und Wogen gegen mein Boot schlagen, was auch immer mein Schicksal ist, du hast mir beigebracht und gesagt, es ist gut, meine Seele. Though Satan should buffet, though trials should come, Und obwohl Satan uns hin und her wirft, obwohl schwierige Zeiten auf uns zukommen. and this word in English, buffet, is something that waves do against the side of a ship. Und das Wort Buffet, das ist dieses Hin- und Herwerfen durch Wellen und bei einem Schiff. Pounding. Und sie schlagen dagegen. Let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Dann soll diese gesegnete Versicherung, dass Christus auf mich herabschaut, das soll mich führen und dass er sein Blut für meine Seele vergossen hat. This is no accident. Das ist kein Unfall. God is greater than the water. Gott ist größer als das Wasser. He has authority over the sea. Er hat die Herrschaft über das Meer He will not let you drown. und er wird dich nicht ertrinken lassen. But, someone may say, Aber, das würde möglicherweise jemand sagen, he let Horatio Spafford's daughters drown. er hat auch die Töchter von Horatio Spafford ertrinken lassen. Where was he then? Wo war er denn, als das passiert ist? I'll tell you. Das sage ich euch jetzt. He was ruling the sea for his purpose. Er hat die See beherrscht für sein Ziel. Look, the sea, metaphorically speaking, Und schaut mal, die See, und das ist jetzt hier eine Metapher, is going to get all of us. die kriegt uns alle. In Hebrew imagery, death is at the bottom of the sea. Und in der hebräischen bildlichen Sprache ist der Tod am Boden des Meeres. We're all going to drown, Wir werden alle ertrinken. or so it would seem. Oder so scheint es zumindest. But don't forget the words of Jesus to Mary Aber vergesst nicht die Worte Jesus, die er an Maria gerichtet hat, when her brother died. als ihr Bruder gestorben ist. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who believes in me shall never die. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. The daughters of Horatio Spafford are not dead. Die Töchter von Horatio Spafford sind nicht tot. They live. Sie leben. God used the sea as his servant to carry his daughters home. Gott hat das Meer genutzt als seinen Diener, um die Töchter von Horatio heimzubringen. To eternal life, In das ewige Leben. joy, Freude, peace, Friede. in order to use their story to comfort millions of souls. Um die Geschichte von ihnen zu nutzen, um durch Lieder so viele Millionen Seelen zu beruhigen. God is greater than the waters. Gott ist größer als das Wasser. Let me just end with a personal story. Und ich möchte mit einer ganz persönlichen Geschichte hier enden. I think I've even told it here years ago. Und vielleicht habe ich sie auch mal vor ein paar Jahren hier schon erzählt. But one year, Laura and I had gone home to my parents' house in New York. Vor einigen Jahren sind Laura und ich zu meinen Eltern nach Hause, nach New York gegangen. And I was looking through some old family photo albums. Und ich habe mir ein paar alte Familienalben angeschaut. And I found a picture of me. Und da habe ich ein Bild von mir gefunden. I was about 2 or 3 years old. Ich war vielleicht 2 oder 3 Jahre alt. Of course, I was naked. Natürlich war ich nackt. Mothers, whenever they have a camera, for some reason their kids are naked. Wenn Mutter eine Kamera in den Händen haben, dann sind aus irgendeinem Grund immer ihre Kinder nackt. But don't worry, you couldn't see anything because I was squatting down at the side and the edge of a pool. Aber macht euch keine Sorgen, man konnte nichts sehen, weil ich mich niedergehockt habe an der Ecke von einem Swimmingpool. And that moment is caught forever in time. Und dieser Moment ist für immer in der Zeit festgehalten. And I can see my terror of the water. Und ich kann sehen, was ich für eine fürchterliche Angst vor dem Wasser habe. For a 2-year-old, a pool represents one thing, death. Und für einen Zweijährigen, da repräsentiert ein Pool eines, nämlich den Tod. I couldn't swim. Ich konnte nicht schwimmen. I would drown. Ich wäre ertrunken. I'd be totally out of control. Ich hatte absolut keine Kontrolle. Nowhere to put my feet. Nirgendwo konnte ich meine Füße hinstellen. Helplessly gulping for air. Und ich habe nach Luft geschnappt. Or I would have. Ich hätte nach Luft geschnappt. But there's another person in the photo. Aber es gibt noch eine Person auf dem Bild. A person who's totally at peace. Eine Person, die völlige Ruhe ausstrahlt. My father. Mein Vater. And he's standing in the pool up to his waist. Und er steht in dem Pool bis zu seiner Hüfte. And he has a smile on his Und er face. hat ein Lachen auf seinem Gesicht. And his arms are out. Und seine Arme sind ausgestreckt. And he's asking me to jump. Und er ruft mir zu, dass ich springen soll. And I love the contrast of that picture. Und ich liebe diesen Kontrast in dem Bild. The right side of the picture, Die rechte Seite des Bilds, fear, Angst. terror, Fürchterliche Angst. doubt. Zweifel. And the left side of the picture, Und die linke Seite des Bildes, peace, Friede, joy, Freude, calm. Ruhe. My father is in the pool, Mein Vater ist in dem Pool. and he's greater than the pool. Und er ist größer als der Pool. He built that pool with his own Er hat hands. sogar den Pool mit seinen eigenen Händen gebaut. He stands above the water, Er steht über dem Wasser. and his arms are strong enough to catch. Und seine Arme sind stark genug, mich zu fangen. Brothers and sisters, our Father in heaven is greater than the pool. Brüder und Schwestern, unser Vater im Himmel ist größer als der Pool. He's greater than the Er waters, ist größer als das Wasser. and he will catch you. Und er wird dich fangen. But my friend, there's one last thing that these stories all have in common, Und eine weitere Sache, eine letzte Sache, die diese Geschichten gemeinsam haben. and it's this. Und das ist folgendes. You have to jump. Du musst springen. You have to trust him. Du musst ihm vertrauen. Noah was saved because he obeyed and built the boat. Noah hat überlebt, weil er gehorcht hat und dieses Boot gebaut hat. Okay? Israel believed and left Egypt. Israel hat geglaubt und hat Ägypten verlassen. The disciples left all they had and followed Jesus. Die Jünger haben alles zurückgelassen, was sie hatten, und sind Jesus nachgefolgt. This is scary. Das ist angsteinflößend. Very scary. Sehr angsteinflößend. But the point of all these stories Aber der Punkt, der hier all diesen Geschichten gleich is you can trust that our Father's arms are strong. ist, dass du vertrauen kannst, dass die Arme unseres Vaters stark sind. And he's greater than the Und waters. er ist größer als das Wasser. The thing that makes this sermon very poignant to me right now Und die Sache, die diese Geschichte und diese Predigt sehr rührend für mich macht, is that when I look at my dad in these pictures, ist, wenn ich meinen Vater in diesen Bildern anschaue. he was a young man, Da war ein junger Mann, fit, ganz stark, strong, healthy. stark und gesund. And now after a stroke in his 80s, Und jetzt nach einem Schlaganfall in den 80er seiner Jahre, he's in a wheelchair, da sitzt er in einem Rollstuhl, hunched over, nach vorne gebeugt, a shell of the man he once was. die Hülle des Mannes, der einst mal gewesen ist.
And now he's standing on the edge of the pool. Und jetzt steht er an der Seite von diesem Pool. And the waters look cold. Und die Wasser sehen kalt aus. It looks like death. Und sie sehen aus wie der Tod. It looks like drowning Und es sieht aus nach Ertrinken and unknown. und Unkenntnis. But now his father is in the pool, Aber jetzt ist sein Vater im Wasser. completely at peace. Und er ist völlig in sich ruhend. Smile on his face, Und er lächelt, calm, ruhig. and saying, when you're ready, Und er sagt, wenn du bereit bist, jump. spring. I won't let you drown. Ich werde dich nicht ertrinken lassen. I'm greater than the water. Ich bin größer als das Wasser. And this is true for everyone who has faith in Jesus Christ. Und das trifft für jeden zu, der an Jesus Christus glaubt. Amen.